hier passiert, Alter? Was zur Hölle, Alter? Bro, ich sag dir ehrlich, ich sag euch ehrlich, ich zeige euch den Übeltäter. Denn in meiner Abstinenz, in meinen paar Tagen, wo ich nicht hier war, hat jemand anderes das Studio übernommen. Der neue Studioleiter, den zeige ich euch jetzt mal. Darf ich euch den neuen Studioleiter im Aesthetic Atelier vorstellen? Das ist der Pitt. Nein. Das ist Pitt, der Vogel. Ach Mann. Ach Mann, das ist aber echt traurig. Klar ist das traurig. Die Theorie ist, dass Musti, lieber Gruß, der kümmert sich immer um das Studio, wenn ich nicht da bin, beziehungsweise der hält es im Schach, dass es immer sauber ist und dass alles passt. Und der hat hier einmal richtig Grundreinigung gemacht und hat hier wahrscheinlich die Türen offen gelassen. Da dachte sich Pitt, also der Vogel, komm, ich flieg da auch mal rein. Oh Mann. Ich will auch mal meine Spuren hinterlassen. Und wir haben ja den Tatort. Tatort Oskar Leczynski Fitnessstudio. Der ist hier reingeflattert. Skurr, skurr. Ist hier reingeflattert. Ist einmal gegen das Hexagonlicht dagegen geballert. Hat da einmal entstaubt sozusagen. Der wollte nur helfen, der Arme. Hat aber da auf jeden Fall noch gut an die Wand geschissen einmal. Ist dann hier eine Runde geflogen. Hat hier einmal gekackt. Sicher, dass das Kot ist? Ja, Digga, dran lecken. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall kein Putz, weil es ist fest, die Farbe. Ja, das ist kein Putz. Also, wie soll der Putz auch hier hinkommen? Vor allem da. Meinst du da auch? Ja klar, aber fast nochmal. Hör mal auf, du ekliger. Ja, das ist wie ein Farbenklecks. Ja, da fährst du doch drauf ab. Hör auf jetzt. Weißt du, was das Geile heute aber ist? Erstmal ist geil, dass du wieder da bist. Es ist wunderschön. Nach deiner... Freut mich dich und freut mich euch zu sehen, ihr Lieben. Nach der wohlverdienten und unbedingt notwendigen Social Media Pause. Für euch gab es ja gar keine Pause, nur für meine Instagram Zuschauer unter euch. Wir haben ja vorproduziert, smart wie wir waren. Klar. Aber du warst jetzt 10, 11 Tage, warst du quasi nicht am Handy. 10 Tage war ich gone, war ich nicht am Handy. Und das war eine krasse Experience. Also es hat richtig gut getan, vorweg gesagt. Da muss man auch ein bisschen mehr Kontext dazu geben, weil für viele ist ja das Smartphone oder das Handy, besser gesagt, Neudeutsch. Mal kurz einmal hier, halt mal kurz. Ist jetzt kurz mal im Blockmodus? Jo, was geht, Leute? Wir sind wieder 2013 mit dem Fitness-Vlog. Heute sind wir bei mir im Studio. Hallo Leute. Oh, Alter, wenn du den ganzen Tag vloggen würdest, hätte ich eine vordere Schulter, das kracht. Ja, für viele ist das Handy Teil des Entspanntheitsmoduses, des Cortisol-Lowerings, um es ans letzte Video anzuknüpfen. Für mich aber ist es, oder für uns beide, für Markus und mich, ist es, gut, bei dir eher auch noch Laptop und PC, aber für mich ist es hauptsächlich mein Arbeitstool, neben natürlich Training und Profisportler sein. Aber Profisportler wird ja heutzutage nicht mehr bezahlt, sondern nur die Leistung, die auf Social Media gemacht wird. Aber ich meine, du hattest ja in Thailand auch schon mal so einen kleinen Exkurs ins Abstinenzleben. War es diesmal anders oder war es ähnlich? Es war ganz anders. Weil? Weil ich alleine war, beziehungsweise ich bewusst im Kopf gesagt habe, ich lege das weg. In Thailand habe ich es ja nicht wirklich weggelegt. Ich war ja trotzdem viel am Handy. Wir haben auch geschrieben. Ja. Ich habe dir dann gesagt, ey, komm rüber, es ist geil, wir müssen hier auch was drehen. So, ich war viel mehr auch unter Leuten, das kann man auch dazu sagen, die auch am Handy waren. Ihr kennt ja die Jungs aus Thailand. Memo. Memo, Aleko, Kai, mein Bruder. Wenn da nicht die Lunte in der Hand war, war es das Handy. Aber es war schon was anderes. Und jetzt war es wirklich bewusst. Es war wirklich so,
im Kopf gesagt, das mache ich jetzt und dann auch durchgezogen und wirklich auch drüber nachgedacht, okay, was fühle ich gerade, was geht ab so und keine Ahnung. Das Krasseste, was ich auch gefühlt habe, ist so, wie viel weniger Gedanken man sich macht. Gerade so auch heutzutage mit Social Media, was irgendwie mein Algorithmus ist extrem in diesem Frauen gegen Männer, rechts gegen links, Hass gegen das, so ultra links Hass. Gegen rechts und ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich da so reingekommen bin, aber das ist so ganz... Das ist global. Du bist ja nicht reingekommen. Das ist global einfach der Tonus. Das ist schon so. Ja, die globale Krise steht bevor, kann man fast schon sagen. Weil so kann es nicht weitergehen. Das ist absolut beschissen. Und dann habe ich schon so immer auch so Negativgedanken bekommen. Es hat mich echt runtergezogen. So. Und dann habe ich das schon so versucht, mich nur auf die so Leute wie Stefan Pütz, da kommen wir auch gleich zu, also ja, Menschen, die mir positive Vibes geben, habe ich mich konzentriert. Aber man ist immer wieder da reingekommen und ich dachte mir dann auch, was für eine Scheiße, so gibt man sich da jeden Tag. Und das ist auch mein erster Tipp an euch, geht da ganz bewusst dran und konsumiert wirklich das, was ihr cool findet so und was auch positiv ist und nicht diese ganzen Leute, die über andere abkotzen und die ganze Zeit Beef-Scheiß machen und sich so rechts gegen links oder Frauen gegen Männer Hass verbreiten, weil irgendwie wird das vom Algo gepusht, aber es ist, Das ist einfach nicht die Realität. Ist nicht die Realität und für die Moral an sich und für das Wertesystem, für was man steht, ist es auch überhaupt nichts Gutes so. Und das können Leute machen ohne Moral und Leute machen, die da abgewichst sind, auf gut Deutsch gesagt. Aber für mich ist das nichts und deswegen habe ich das gemacht. Ich bin auf einmal wieder viel kreativer geworden durch dieses weniger, das sind ja alles Gedanken, du kriegst ja die ganze Zeit Informationen in dein Gehirn und ihr kennt es bestimmt auch, so einen ganzen Tag am PC oder so, da kriegst du so diese Kopfschmerzen dann auch irgendwie. Die waren bei mir weg und ich war erstmal so, okay, geil, was kann ich denn machen? Habe ich angefangen viel zu lesen, ich schwör's dir, ich habe 2 Bücher in 10 Tagen gelesen. 2 Bücher hier, Der Nachbar von Sebastian Fitzek habe ich gelesen und so ein Krimi-Roman oder sowas. Ne? Ja, genau, Okay. das ist Psychothriller. War also richtig geil, habe so Der literarische Boss. habe so Crime-Geschichten gelesen Mann. und so. Aber feier ich. Also auch gar nicht diese Persönlichkeitsentwicklungsbücher, weißt du, wo ich habe sonst dann so Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten gelesen, die aber auch so wieder, das ist auch wieder so Selbstoptimierung und ich wollte einfach so dieses, mal wieder einen Roman lesen, mal wieder irgendwie so und das hat mich so runtergefahren, ich habe so gechillt und ich habe einfach gut, viele haben es dann auch nicht verstanden, so wie kann man gar nicht am Handy sein. Ich war natürlich privat gar nicht erreichbar. Das ist vielen, glaube ich, ein bisschen bitter aufgestoßen, aber es ist okay. Und da muss man dann wirklich sagen, hey, wenn man das braucht, dann sollte man das auch machen und das sollten dann auch die Leute im Umfeld verstehen. So. Und das war eine geile Zeit. Ich bin mir absolut bewusst, dass das monetär nicht gut war, aber Geld ist nicht alles im Leben, weil wenn ihr nicht gesund seid, beziehungsweise nicht mental am Start seid und Spaß an dem Leben habt, in dem ihr lebt, dann glaubt mir, habe ich schon Leute, die 500.000 Mal mehr Geld haben als ich und du und sonst irgendjemand kennengelernt, die todesunglücklich waren und das ist wirklich ein Ding, da kann man dran festhalten und sagen, hey, das bringt auf jeden Fall was, auch mal, wenn man das so viel konsumiert, wie ich es jetzt zum Beispiel tue, wegzulegen. Ja. Das heißt, du bist frisch erholt und hast 2 Bücher gelesen. Geil, Mann. Andere Frage. Hast du trainiert im Urlaub? Nee, ich habe nicht trainiert. Ich habe auch die ersten 7 Tage einfach 11 Stunden jede Nacht geschlafen. Ich war einfach so... Ich war völlig durch. Ich war auch einen Tag, bevor ich weggegangen bin, war ich beim Rap One Talents Finale in Köln,
aber auch schon Leute zu mir gekommen sind, beziehungsweise mir danach geschrieben haben, so, ey, irgendwie deine Energie, du bist schon irgendwie, ich habe gespürt, du bist durch. So, und wir Menschen fühlen uns ja untereinander auch. Ist so, gut, ich bin auch ein bisschen spirituell, aber ist so meine Denke. Und wenn sogar Leute das spüren, dann ist es auf jeden Fall in der Zeit, mal einen Break zu geben. Wenn du eine Sache halt so liebst, wie ich das Bodybuilding oder das Training auch, dann sagst du immer, nein, das geht schon, aber irgendwo ist der Punkt, wo du dann auch an der Wand gefahren hast, den Karren. Und das war bei mir der Fall und deswegen gab es auch erstmal nur Erholung. Ich hatte einen Muskeltonus, Alter, ich war so. Und nach 5 Tagen ist der mal richtig rausgegangen. Heute, ich fühle mich wie Capoeira-Meister, sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann, und deswegen ändern wir das heute wieder, dass ich wieder schön der Unbewegliche werde. Aber der Muskeltonus geht dann raus. Mit Stefan hatte ich dann jetzt heute Morgen auch geschrieben. Der hat auch gesagt, weil ich 3,5 Kilo abgenommen habe, hat er gesagt, ey, das ist einfach nur das intrazelluläre Wasser, was den Stressabfall auch rausgegangen ist, weil ein Training auch immer eine Entzündung für deinen Körper ist und deswegen ist es mir kopfmäßig schon schwer gefallen, aber die 7 Tage, die waren gar kein Problem und ich bin mir sicher, heute wird es auch umso besser laufen, dann, wenn man wieder Gas gibt. Wichtig ist halt dabei, dass du dich, bevor du so eine Pause machst, auch ordentlich zerschießt, ordentlich rannimmst und intensiv trainierst. Aber es hat immer schon viel gebracht, da mehr Obacht auf die Regeneration zu legen. Und das ist ein entscheidender Faktor, wie man in dem Sport auch weiterkommt. Also wirklich zu wissen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, und ist ein ganz wertvoller Tipp, dieses Gas- und Bremsspiel, wie ein Formel-1-Fahrer auch, perfekt zu beherrschen. Weil wenn du nur mit Gas fährst, dann endest du spätestens nach der 3. Kurve in der Wand und bist tot. Und wo wir wieder bei Pitt wären. Wo wollen wir den eigentlich begraben? Irgendwo draußen oder wollen wir den vielleicht im Blumentopf? Wo ist vielleicht auch nicht so angemessen, oder? Wir gießen den in ein Glas ein und stellen den hier auf. Was soll das eigentlich gerade schon wieder für ein geisteskranker Deep Talk, den wir da rausgehauen haben? In der Vogelscheiße. Also Leute, ich muss heute ein paar Silben loswerden. Seid du bist mitteilungsbedürftig. Extrem. Und eine neue Mitteilung. Oh, hier ist ja auch wieder was anders. Klar, ich hab noch ein bisschen gekocht, bevor ich gegangen bin. Und zwar hängt dieses wunderschöne Bild jetzt hier. Hier wurde auch ein bisschen umgehängt. Da ist jetzt von Frost auch noch ein anderes Bild drin. Hier ist ein Ding durchgebrannt durch die heißen Temperaturen auch. Das wird jetzt abgeholt. Da bringt mir Prep My Meal hoffentlich nicht nur einen neuen Kühlschrank, sondern auch neue Meals drin. Wenn ihr interessiert seid mit Code Polacco, habt ihr da auf jeden Fall die besten Rabatte und habt gerade unterwegs oder wenn ihr einen stressigen Alltag habt, die Meal Prep immer mit dabei und was Gesundes und Proteinreiches zur Hand. Was hast du da drin? Die Glock? Warte, die Glock, die zeige ich euch gleich. Die etwas andere, die Frankfurter Glock ist es nämlich. Da habe ich mich jetzt auch drum gekümmert. Geil, ja. Kennt ihr alle noch? PR auf der Hackenschmidt mit Dennis und Leon. Absolut geiles Beintraining gewesen, wovon mir, by the way, immer noch die Hüfte wehtut. Aber es hat sich gelohnt. 800 solid ass pounds. Ja, hier kommt das Jersey ausgeschnitten rein. Hier kommt noch ein Bild aus dem Video. Das ist ein Videoausschnitt. Hier auch. Hier überlege ich mir noch einen Titel für das Ganze. Das wird dann auch hier irgendwo verewigt. Wahrscheinlich im Beinraum. Und jetzt kannst du mal. Der Hackenschmidt wäre wahrscheinlich geil. Ja, genau, da habe ich es auch gedacht. Mein guter Freund Stefan Pütz hat mir random geschrieben: Ey, Alter, was hast du für eine Schuhgröße? War ich so, ey, ich krieg von Stefan manchmal solche Sprachmemos und dubiosen Fragen. Habe ich einfach geantwortet und mir nichts dabei gedacht, okay? Komme ich zurück, hat der mir einfach T800 Schuhe geschickt. Weil ich habe mich lange mit dem über Barfußschuhe unterhalten. Aha. Und ich war immer so, ey, soll ich mir die holen, soll ich mir die nicht holen? Und jetzt hat er mir die einfach geschickt. Also vielen Dank an dich, Stefan. Das ist ja auch krass.
Fußreflexzone ist für mich ja auch so ein Ding, womit ich mich schon lange beschäftige. Siehst du mal für die Bereiche, was im Fuß so, das kannst du dann auch behandeln und dann verbessert sich das da so. Ich weiß, wo wir den Vogel begraben. In der Truhe? Ja. Ja, hier. Da ist sogar noch Platz für 2 weitere Vögel. Also, wenn willst du noch so Warte mal, kann man das so machen? Wir haben früher, können dir meine Brüder bestätigen, unsere Rennmäuse haben wir auch im Garten verbuddelt. Wir Ja, haben gut, im so- Garten verbunden ist es sonst als Schuhkarton. Ja, aber das ist okay. Doch im Schuhkarton verbuddelt man die ja. Hä, Aber voll trotzdem oft. ja draußen irgendwo. Ich meine, der Körper verwest doch, oder Ja, nicht? ich will den ja nicht hier drin aufbewahren. Wo willst du ihn sonst hinstellen? Markus ist das Ding vergraben. Tu mir bitte den Gefallen, Pitt zuliebe, der leider seine Flügel nicht mehr weiten kann. Ich wollte es gerade sagen. Weite deine Flügel und zeig mal, wie man richtig krasse Flügel Heute aufbaut. werden richtig Flügel aufgepumpt. Apropos Flügel, Mhm. meinst du nicht, wir können so ein bisschen à la Tony Ferguson oder Max Holloway dir auch so Flügel tätowieren auf den Rücken, um nochmal die Illusion auf der Bühne ein bisschen mehr zu pushen? Ey, du musst schon den Bodybuilding-Bezug erfinden, so wie Rich Piana, meinst du? Hatte der auch? Rich Piana hatte Okay, so an den ja. Schultern so Tribalen zum Armübergang. Ja, Das ja. hat er in meinem Video erklärt. Siehst du, ist meine Idee gar nicht weit hergeholt. Ich, der dann mit 16 auf der Couch saß. Boah, wie erkläre ich meiner Mom, dass ich mich jetzt zuhacken werde? Gott sei Dank doch nicht gemacht. Ey, das ist auch so krass. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie viele von euch da draußen tätowiert sind. Aber bereut ihr eure Tattoos? Das ist mal so eine Frage, die ich habe. Weil ich bin ja Reinhäuter. Jungfräulich. Weil reine Haut reinhaut. Kennst du die Seite? Nein. Die verarschen immer so, so tätowierte Menschen, so was voll asozial und so. Ich höre es von immer mehr Leuten, okay, so ja, das hätte nicht sein müssen. Andere sagen, hey, das ist cool. Und ich bin ja auch so am Überlegen, so irgendwann, wenn ich meinen Posing-Schlüpper an den Nagel hänge, mir auch so ein geiles Tattoo zu machen. Also nicht so großflächig auf dem Rücken oder so, aber so gerade hier Unterarm oder so wäre schon cool. Ja, deswegen mal allgemeine Selbststudie und Frage an euch. Weil es gibt bestimmt auch so diese Freundschaftstattoos. Da kenne ich auch aus eigener Quelle Leute von früher, die sich da so Freundschaftstattoos gemacht haben und dann sind die halt nicht mehr befreundet. Dann ist das auch ein bisschen schwierig. Sonst gibt es so Cover-Ups jetzt auch, habe ich gesehen. Da gibt es auch So Blackouts. geile. Kannst du auch machen. Blackout? Ja, wo du so alles schwarz machst. Heißt es Blackout? Ich weiß nicht. Blackout kenne ich nur das Gym in Portugal. sonst nicht. Aber du kannst ein Cover-Up machen, kannst es sozusagen überstechen und genau ja, schwarz machen kannst du es auch so. Wie heißt dieser Musiker? MGK, Machine Gun Kelly. Ja. Der so einen schwarzen Sleeve. Der ist doch mit dieser Frau zusammen gewesen, die alle immer so vergöttert haben. Mir fällt der Name nicht ein. Tut bestimmt sau weh. Was? Die Frau? Nein. Sich so einen schwarzen Sleeve zu machen. Ach so. Aber welche Frau Ich hab, meinst du? wie heißt denn die? Die hat bei diesem Transformer dann mitgemacht damals, glaube ich. Simone Rühl. Genau. Okay. Markus, gell? Was geht bei dem eigentlich? Nichts, wir haben jetzt letzte Woche geschrieben. Nee, vorletzte Woche haben wir geschrieben. Ja. Alles gut bei ihm. Vor meiner Auszeit, alles gut bei ihm. Wie immer kurz vorm Schlaganfall, wie er sich selbst dann immer meldet am Handy. Dem wurde auch ein Social Media Detox 3-4 Tage mal sehr gut tun. Vielleicht müsstest du es mal zusammen machen. Gemeinsame Social Media Detox. Ja, geisteskrank. Aber Ich sehe gerade so, wie er irgendwie in Italien so am Strand Markus, liegt mit- bringst du mir noch meine Zeitung mit? Bringst du mir noch die Flex mit aus dem Wohnzimmer? Ach ja, und eine Cola Light hätte ich noch gern. Wir beide Cola Light saufen am Pool, rumrülpsen und die Flex lesen. Wer würde eigentlich mehr Cola Light am Tag trinken? Du oder Markus, er? Ja? ganz klar. Ich war bei Markus das erste Mal zu Hause zu Besuch damals. Und ich habe bestimmt 1,5 Liter Cola Light gesoffen. Und Markus auf jeden Fall mehr. Das ist ja auch teilweise im Training gesoffen.
Also ist schon wild. Ey, aber bevor wir uns jetzt komplett verquatschen, aber was ich sagen will, der Booster muss ja wirken, ich muss den ja noch trinken, deswegen haben wir die 5 Minuten zum Quatschen, die brauche ich auch, ich brauche die 5 Minuten. Und dem kommt auch mal wieder was. Schön. Ja, also da muss ich aber auf jeden Fall auf die 135 hoch, weil dann... So kannst du dich jetzt nicht blicken lassen. Ja, wir treffen uns immer ich muss immer in besserer Form, als ich war, zu ihm kommen, so. Ich will dieses Training mehr auf die Ruderübung gehen, also mehr ruderfokussierte Geschichten. Deswegen fangen wir hier an. Seated Row, schön in den oberen Rücken rein. Ich will einfach mehr Fleisch im Rücken und deswegen tue ich da ganz akribisch dran arbeiten. Ihr wisst, auch wie man an der Geräteauswahl in diesem Studio erkennen kann, wird schon viel Wert auf den Rücken gelegt. Es gibt auch für andere Muskelgruppen auch 1, 2 Geräte. 1, 2 Geräte gibt's. Zwar nicht so viel Rücken für dann 12, aber... Ich habe aber wieder 2 neue Rückengeräte bestellt. Ich war im Kaufrausch wieder, ich habe auch für Beine was bestellt. Der Osama war da und hat für meinen Beinstrecker abgeholt. Der wird jetzt richtig geil gemacht. Das werden wir... Ich kann euch versprechen, Ende des Jahres gibt es noch mal eine Studiotour. Ja, okay, geil. Wir müssen ein bisschen upgraden, weil schon viel passiert. Schon viel passiert und ich glaube, es ist immer interessant auch zu wissen, warum und was für Brands ich auch feiere, weil nichts hier drin ist gesponsert. Also kann ich über jedes Gerät sagen und daran tun und lassen, was ich möchte. Und deswegen wird es da nochmal ein Update geben. Aber jetzt legen wir los. Knackige Back-Session, Ruder fokussiert. Und dann gucken wir, was mit Pitt passiert. Pitt zu Ehren. Machen wir so 3 Sätze pro Übung ungefähr. Manchmal 2, manchmal 4. Manchmal einen Dropsatz, manchmal eine andere Intensitätstechnik. Aber es ist jetzt wieder mein erstes richtiges Training. Deswegen schieße ich mich schon gut ab, aber so, dass das halt passt. Gell? Es. Beste Row ohne Scheiß auch. Und das Coole ist, die habt ihr auch fast in jedem Studio. Ich finde die einzeln richtig geil, wenn ihr einzeln zieht, einfach versucht nicht euch extrem hier, wenn ihr zieht, so dann zu verdrehen. Das macht keinen Sinn. Also hier nicht mit der Hüfte irgendwie hin und her drehen oder im Oberkörper,
Man versucht hier echt stabil drin zu bleiben. Ich gehe immer sogar eher mit der Brust hier drauf und der Bauch ist nicht unbedingt an dem Ding dran, sondern der ist so ein bisschen weg und dann ziehe ich hier in meinen Lat rein, dass der schön fett wird. Und bleibe auch eher so im 6 bis 10er Wiederholungsbereich. Also die mache ich schon gern schwer. Müsst ihr aber auch gucken, wie ihr da reinkommt. Ich finde so bei Übungen, die man gar nicht spürt oder die man halt anfängt zu machen, sollte man mal auch so ein paar Wiederholungen mehr machen. Auch mal 10 bis 15, 15 bis 20, um da richtig Connection aufzubauen. Und dann kann man auch mit den Wiederholungen runtergehen, wenn man weiß, okay, das kommt da an, wo es ankommen muss. Jetzt gehen wir mehr in den oberen Trapezbereich. Rhomboidän. Ja? Ich merke auch, dass du das Urlaubsfeeling immer noch echt mitgenommen hast. Also die Latschen wurden nicht ausgezogen. Ja, die Latschen sind neu, aber die ziehe ich jetzt nicht aus, weil hier Vogelscheiße auf dem Boden liegt. Dritte und letzte ruderfokussierte Übung. Hier nochmal oben rein. Also jetzt, ja, wie soll ich sagen, das ging jetzt eher so auf die Rückenmitte auch. Und jetzt wirklich hier oben, da shrug ich dann auch nochmal nach. Für den Trapez. Das bietet sich hier sehr gut an. Ich habe letztens ein geiles Comment gelesen, wo jemand geschrieben hat, geil, dass Urs einfach trainiert oder einfach ballert, ein bisschen was dazu sagt, aber nicht, das war so ein witziger Begriff, nicht aus jeder Übung einen Wissenschaftsexkurs macht oder sowas. Mhm. Ja, war funny. Schon der Schuh weg bei dem Satz hier. Ich habe echt gesehen. Einzige, was mich bei dem Gerät hier abfuckt, ist ein bisschen die Widerstandskurve, dass es unten so extrem schwer wird. Aber da habe ich mit meinem Maschinenbauer des Vertrauens geredet und vielleicht kriegt er es hin, mir die umzubauen, so dass es da auch einen gleichmäßigen Zug gäbe. Das wäre richtig OP dann, die Maschine. Diese Wortwahl, das wäre OP. Das wäre über OP. Sonst gehen wir hier rein. High Rows habe ich lange nicht mehr gemacht. Habe ich aber wieder irgendwie für mich ein bisschen, hör mal auf, hier Fuß-Content zu machen, Alter. Kurzfristiges Ziel jetzt auf jeden Fall, die dazu gewonnene Energie wieder ins Off-Season-Training zu investieren. Richtig Gas zu geben, bis ich wieder an ein Plateau komme. Und dann entweder die Kalorien weiter hochschrauben. Ich meine, ich war jetzt vor der Auszeit bei 131 Kilo, 132 Kilo. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Die Form ist noch wirklich okay. Ich bin zwar schon so fett, wie ich jetzt noch nie war, aber das habe ich gestern auch schon in meiner Fragerunde auf Insta beantwortet. Ich finde so, bei mir gewirkt hat Off-Season immer am besten und richtig Muskeln aufgebaut habe ich, wenn ich schon in einem harten Überschuss war so und auch, man muss es so sagen, auch schon fett geworden bin. Ja, da habe ich immer diese krassen Sprünge gemacht so. Gut, so viele Off-Seasons hatte ich leider noch nicht, aber das ist jetzt auch so Ziel auf jeden Fall,
verzaubertes Schwein oder verzauberter Bär und dann in eine Vorbereitung gehen, je nachdem wie das Ganze läuft. Weil ich bin da schon guter Dinge, ich will aber auf jeden Fall schon starke Verbesserungen haben. So. Und das braucht Zeit. Es war mir auch im Vornherein ja schon bewusst, was die Open anging. Für mich ist aber Open trotzdem Bodybuilding und Bodybuilding ist für mich auch, ich will so gut wie es geht die Linie behalten natürlich. Will meine Form von Ästhetik seit Anbeginn meiner Karriere, Reach Maximum Aesthetics, möchte ich erreichen. Und ob es am Ende den Kampfrichtern gefällt oder nicht, ist es halt mein Paket, was ich hinstelle. So, ich muss mich immer auch optisch ansprechend finden, was mein Gesamtpaket angeht. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt gefragt wäre, irgendwie solche Beine zu haben und so einen Nacken, würde ich halt sagen, es ist nicht meins. Das muss man auch ganz klar sagen dazu. Und deswegen bin ich noch mit Hammer und Meißel dran, für mich mein perfektes Paket jetzt auf jeden Fall drauf zu packen und hinzubasteln. Ja, das ist kurzfristiges Ziel. Noch kurzfristigeres Ziel ist jetzt hier noch 2 Sätze Überzüge zu machen, dann hintere Schulter eine Übung und dann wären wir durch. Heute 6 Rückenübungen, eine für hintere Schulter. Die hintere war schon bei vielen Rudervarianten noch mit dabei oder der High Row auch und dann passt es. Schmeiß an den Apparat, Alter. Apparat ist an. Ich kann ja nicht mehr warten. Denn das erwartet mich nach jedem Training. Oh, eiskalt. Kann ich da bitte... Viele haben gesagt, dieses Bubenmalz oder keine Ahnung, wie das heißt, soll besser schmecken. Hast du in den Kommentaren gelesen? Habe ich gelesen. Auf euch. Aber ich finde das sowieso nicht so geil, Karamell. Ich müsste mal was Besseres mitbringen. Raus. Das kriegst du gleich ganz aufs Maul. Kennst du das vom Ding? Das geht gleich auf die Schnauze. Ja. Du Oberzicke. Hast du die Version mit Moor? Habe ich die dir geschickt? Nee, das zeigst du mir jetzt danach, weil Folgendes steht auf der Agenda. Ich zeig dir das jetzt. Okay. Du hältst jetzt deine Schnauze. Okay, Ronny. Du Oberzicke. Hier. Kein More Protein Milkshake gefunden, kein Ice Coffee. Ich habe keinen Chunky Flavor gefunden, habe keinen Sirup gefunden. Alter, wie... Andreas, es kann doch nicht sein, dass du hier nicht ein More Produkt hast. Ich sag mal, was habt ihr für eine Verantwortung? Stopp! Sonst kriegt ihr gleich einen auf die Schnauze. Der Kalender, oder? Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht, weil wir angeblich von ihr, man sieht hier, was er angesprochen hat, kein Moor nicht im Haus haben, obwohl man sieht, es ist Moor im Haus. Meine Fresse. Und jetzt diskutieren wir weiter. Hast du dich jetzt beruhigt? Ich habe meinen Iced Coffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. So geil. Ah, herrlich. Der Psycho-Andi. Wir müssen auch mehr KI benutzen, Mann. Nee, weiß ich nicht. Hey, wir wollen jetzt aber nicht wieder ein einstündiges, Hast du recht. einstündigen KI-Diskurs aufmachen. Dann Denn müssen wir noch um wir den Pit kümmern. safen jetzt erstmal kurz die Proteine.
Gestern war lustigerweise 6 Jahre Isoclear Geburtstag. Echt? So lange gibt es das schon? Ja. Ich weiß noch genau, als das kam. Das ist ja jetzt mein Das war so ein Sommer, ne? Wo das so hochhype wurde. 7. Jahr ist das bei ESN. Du weißt schon, was man das 7. Jahr sagt in einer Beziehung. Aha. Was sagt man darüber? Nichts Gutes. Oh. Aber wir haben zum Glück noch nicht das 7. Jahr, von daher. Gut. Wir packen hier ein in den Koffer. Ein Clear-Stick. Scoop vom Isoclear. Ein Löffel vom Glutamin. Dann wird das hier vermischt. Dann packe ich das immer noch kurz in den Kühlschrank, mache meinen letzten Satz. Dann gibt es hier 2-mal Magnesium und 2-mal Blood Sugar Support. Wichtig, dass es mal wackelst, dass ich auch weiß, dass was drin ist. Ja. Dankeschön. Und der Rest vom Kalamalt. Dann kümmern wir uns um den Pit. Ist es aber assi, wenn der T800 bei Stefan Pütz steht und irgendwann wird das ausgegraben. Ja, das wird ja nicht ausgegraben. Aber die Kiste ist perfekt dafür. Bisschen groß halt eigentlich. Und Richtig cool. willst du den jetzt da einwickeln oder was ist der Plan? Ja klar. Du brauchst auf jeden Fall hier noch ein gutes. So, Pit, jetzt kommst du mal her. Pit the Bird. Kommt jetzt hier rein. Das ist wie beim Sarg, Alter. Das ist ein offenes Begräbnis jetzt hier. Kann jeder noch die letzten Worte sprechen? Darf ich einen Wunsch äußern? Ja. Können wir uns einfach kurz hinsetzen und Pitt eine Schweigeminute geben? Alter Weggefährte. So, lieber Pitt. Ruhe in Frieden. Dann wünsche ich dir mal einen guten Flug. Oben im Paradies hoffentlich. Hoffentlich warst du ein guter Vogel und hast Menschen nichts Böses getan. Oder anderen Schatz, was soll der Vögeln. denn Menschen tun? Ja, Mann? anderen Vögeln, Alter. Ich weiß ja nicht. Ja, okay. Bis jetzt im Paradies, wo du es verdient hast zu sein. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, haut rein, euer Bär. Und lasst, ganz wichtig, lasst auch mal das Handy beiseite. Und appreciated den Tag, wie man auf Denglisch so schön sagen würde.